Ich weiß schon mal, dass es falsch war, weil ich eine kenne, die dabei ist. Du bist mir zu nett. Es wird mir total leid tun, wenn ich dich gleich fertig mache. Du musst also Max sein, richtig? Ja, und du Imke? Ja, richtig. Der Olympia-Max. Den hat man mir hier versprochen, dass ich den finde. Ja, ich habe gehört, dass wir heute noch eine ziemliche Challenge haben. Ja, du hast eine Challenge. Ich bin deine Challenge heute. Ich bin Imke Salander und ich bin hauptberuflich Influencerin und gehe in die Moderation. Ich habe aber auch was studiert. Wollte ich mal ganz am Anfang erst mal klarstellen. Ich bin der Max Lemke. Ich bin eigentlich hauptberuflich Sportler, fahre Kajak. In den letzten 3-4 Jahren auch im Team zusammen, also zu viert, wo ich in Tokio die Goldmedaille gewinnen konnte. Fühlst du dich ready? Ja, ich habe gehört, dass ich ein kleines Handicap bekommen werde. Was genau, haben sie jetzt noch nicht gesagt, aber ich bin gespannt. Viel Erfolg. Dir auch. Auf ein faires Rennen. Ja. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beat the Class. Hier treten Prominente gegen Class of 22 Athleten an. Heute duelliert sich Moderatorin und Fitness-Influencerin Imke Salander mit Kajak-Olympiasieger Max Lemke. In 3 Spielen müssen die beiden ihr handwerkliches Geschick, ihren Grips und ihre nautischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Beim ersten Spiel wird gehobelt. Wer nach 3 Minuten mehr Gewicht in Holzspäne auf die Waage bringt, gewinnt das Hobelduell. So, hast du eine Taktik, wie du da rangehst? Oder gleich Vollgas? Oder erstmal Kraft einteilen für die 3 Minuten? Ja, weiß ich nicht so genau. Okay. Also 3 Minuten sind schon ziemlich lang. Wie lange fährst du im Kajak? 1,17, 1,20. Okay. Also mehr als doppelt so lang. Ja. Klasse, das ist mein Vorteil. Also ich bin handwerklich absolut unbegabt. Eigentlich bin ich jetzt nicht so im Hobelgame bisher. Also beste Voraussetzung für eine faire Challenge zwischen einer Ausdauerathletin und einem schnellkräftigen Sportler. Dann mal los mit der 3-minütigen wilden Holzverarbeitung. Imke beginnt etwas filigraner, Max versucht es rustikal. Und man sieht gleich, einen wirklichen Vorteil hat hier keiner von beiden. Bleibt nur zu wünschen, dass sie bei Bedarf auf den Schreiner ihres Vertrauens zurückgreifen. Also ich habe auf jeden Fall jetzt schon feste Arme gefühlt. Bei mir baut sich langsam Laktat auf. Die Redewendung, wo gehobelt wird, da fallen Späne, schaffen die beiden nicht mal buchstäblich umzusetzen. So, Okay. Trizeps? also mir hat das nicht so gut funktioniert. Ja, ich glaube, das Problem war, dass wir beide versucht haben, ein bisschen filigran und technisch an die Sache ranzugehen. Und die richtige Taktik wäre, glaube ich, einfach gewesen, voll reinzuhauen und das irgendwie versuchen abzuschaben. Und ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir waren einfach beide nicht sehr stark. Ich glaube, da haben sich die oder ja, die Handwerker von euch, die sich das hier angucken, die haben uns wahrscheinlich ausgelacht. Aber gut. Ja, wir haben danach natürlich akribisch alle Späne, die wir vorher runtergehobelt haben, aufgesammelt, haben die dann gewogen und ich glaube, keiner von uns hat jemals so genau irgendwo was zusammengefegt. War auch von daher eine Premiere. Das ist aber ein knappes Ding gewesen. Ey. Das ist überhaupt nicht knapp. Klar, Das sind, 10 Gramm. oh Mann. Ja gut, Das ist schon ein Glückwunsch. knappes Ding. Glückwunsch. Dir auch. Verdient. Für die Meisterprüfung reicht es nicht ganz. Aber Max gewinnt das Schneckenhobeln und geht mit 1:0 in Führung. Das nächste Spiel ist die Quizrunde und es gibt 2 Punkte zu ergattern. Wie lautet Paragraph 1, Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes? Die Würde des Menschen ist unantastbar? Ja. Ja, hier Jurastudium angefangen, das wäre wohl eine unfaire Frage. Beide Eltern sind Juristen, das wäre jetzt so krass peinlich geworden. Bei welchen Europameisterschaften im Rahmen der European Championships Munich 2022 sind auch Para-Wettkämpfe integriert? Also ich könnte einen sagen, wenn es auch einen Punkt gibt. Also wir müssen ja nur die Sportarten sagen, ne? Nicht die Leute. Ja. Ja, ich rate einfach. Also ich würde jetzt mal sagen Cycling und Leichtathletik.
Also ich weiß schon mal, dass es falsch war, weil ich eine kenne, die dabei ist. Und das ist Kanu. Ja, ich habe so ein Buzzerspiel tatsächlich schon mal gemacht und wenn du die Frage falsch beantwortest, kriegt dir dein Gegner einen Punkt. War ja jetzt bei uns auch der Fall. War ja dann ein bisschen Glück für mich. Aber ja, da hält man sich natürlich, wenn man sich nicht ganz sicher ist, lieber zurück. Ja, nee, dann sage ich lieber nichts und nehme den einen Punkt mit. Wie viele Nationen nahmen an den Olympischen Spielen 1972 in München teil? Also es sind auf jeden Fall, weiß nicht, sind es so viel weniger gewesen als heutzutage? Also mit Sicherheit, aber so viel weniger ist die Frage. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie viele das jetzt sind. Also das wird für mich eine richtige Schätzfrage. Ich weiß, wie viel es beim Kanu sind. Bei einer Weltmeisterschaft. Wie viele? Okay. Einfach so, 205. Max ist näher dran, es waren 121 Nicht Nationen. schlecht. Alter, du warst richtig gut. Was soll das? Plus, dass bei uns bei der Kanu-Weltmeisterschaft jetzt 125 war. Also jetzt 2019 waren es 125, glaube ich. 25. Nun geht es darum, die folgenden Sprichwörter zu vervollständigen. Ich habe, glaube ich, jetzt zwar im Interview schon ein paar Sprichwörter benutzt tatsächlich, aber zählt auf jeden Fall nicht zu meinen Stärken. Wer zu spät kommt, Wer zu spät kommt. Malt als letztes? Nee. Nein. Das ist, wer zuerst kommt. Wer zuerst kommt, malt als erstes. Kommt, heißt Wer zuletzt kommt? Nee, wer Nee. zuerst kommt, malt zuerst. Ja, das ist es. Oh Mann. ein Bild sagt, Mehr als 1000 Worte? Oh, wow! Ich bin in diesem Sprichwort-Game. Morgenstund hat, Come on. Gold im Mund. Echt? Keine Ahnung. Mama. die Sprichwortrunde Sehr geht gut. damit an Imke. Finally. Okay. Kommen wir jetzt zur entscheidenden Frage. Wie viele Hula-Hoop-Reifen schwang Marava Ibrahim 2015 gleichzeitig? Wie viele Hula-Hoop-Reifen? Ah ja. Wie groß ist die denn? Also ich schaffe, glaube ich, 2. Ist da ein Bild? Imke, am besten nimmst du deine Zahl, die du bei den Nationen hattest. Ist näher dran? Es waren 200 Hula-Hoop-Reifen. Wie bitte? Also ich, Das ist ja krass. ich fand 55 schon viel. Ja, Mann, ich auch. Wow, aber Glückwunsch, auf jeden Fall verdienter Punkt. Das ist crazy. Also am Ende habe ich verloren, aber auch nur, weil Max hatte nicht die Eier in der Hose, um mal zu buzzern, wenn er irgendwas nicht wusste. Und ich ja, und dadurch verliert man halt Punkte, wenn man es dann doch nicht weiß. Mit einer taktischen Meisterleistung geht auch diese Runde an Max. Es steht 3:0 für den Olympiasieger. Und jetzt steht auch noch das vermeintliche Heimspiel von Max an. Aber Fairness und Chancengleichheit werden bei uns großgeschrieben. Deswegen wird der Olympiasieger ein wenig eingeschränkt und bekommt für den ersten Durchgang nur ein Stechpaddel. Und damit ab zu dem witzigen Wasserspiel. Ich muss mir erstmal ganz kurz noch einen Tipp abholen. Also folgendes, Paddel so halten, hast du gesagt. Genau. Und jetzt Die halte ich rechts fest. Rechte Hand ist immer fest und die linke musst du immer quasi drehen, dass die Fläche ins Wasser kommt. Und die muss ich dann immer, also hier so. Ja, genau. Nee, du hast mit der falschen Hand jetzt gedreht. Ach so. Du musst mit der rechten Hand die Drehung in der linken auslösen quasi. Ja, ich glaube, ich entwickle gleich meine eigene Technik, ehrlich gesagt. 3, 2, 1. Imke ist in der Paradedisziplin von Max unter Zugzwang. 2 Durchgänge muss sie für sich entscheiden, um in der Gesamtwertung zum 3:3 auszugleichen und ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Der Start ist gut, aber jeder Fehler wird sofort bitter bestraft und jetzt entwickelt sich das Ganze zu einer Runde Autoscooter, was die beiden hier zeigen. Aber der Seitenaufprallschutz von Imke hält und mit kräftigen Paddelschlägen nimmt sie verbissen wieder Fahrt auf und entscheidet den ersten Durchgang ganz knapp für sich. Was ein knappes Ding. Ey, das ist so schwierig. Also mir wurde auf jeden Fall zweimal bewusst in den Weg gefahren. Hat mich ausgebremst. Taktisch klug. In der zweiten Runde tritt Max mit Boxhandschuhen an. Ja, ich glaube, das liegt mir, diesmal bin ich wenigstens mit meinem Paddel. Ich glaube, das liegt mir besser als das eben mit dem Stechpaddel. Und diesmal habe ich auch bessere Karten, wenn sie wieder versucht, mich abzubremsen. 3, 2, 1. So, Max ist für den Infight gerüstet. Aber die Boxhandschuhe stellen für Max kein großes Handicap dar. Mit seinem normalen Paddel ist der Durchgang eher eine gemütliche Kaffeepause. Oh, Scheiße. Aber
Respekt. Aber dafür bin ich noch nie so lange geradeaus gefahren. Ja, war gut. Ich hab mir was überlegt jetzt. Das ist jetzt dein Gefährt. Sehr gut. Ich glaube, damit habe ich vielleicht eine Chance. Jetzt wird tief in die Trickkiste gegriffen. Es heißt Poolspielzeug Aber es hat wenigstens eine Lehne. gegen Wildwasserkajak. Okay. Also nochmal, Imke muss den Durchgang für sich entscheiden und kommt gut weg. Aber dann greift auch Max in die Trickkiste. Oder besser gesagt, zu unfairen Mitteln. Jetzt bräuchte Imke die Boxhandschuhe. Aber clever gelöst, gut gerettet. Jetzt fährt sie siegessicher gerade aus dem Ziel entgegen. Come on! Jetzt nur noch geradeaus! Jetzt nur noch geradeaus! Aber Aber das ist nicht so einfach immer mit diesem Ding, aber... Oh, ich warte noch kurz auf dich. Oh, doch nicht. Doch nicht. Oh Gott, wie peinlich. Nein. Alter, Scheiße. Ich glaube, das war ein Unentschieden an der Marke. Alter, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Imke ganz ruhig. Du hast es nur extrem spannend gemacht. Und immerhin Max in seiner Disziplin geschlagen und zum 3:3 ausgeglichen. Damit muss ein finales Duell für die Entscheidung sorgen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Wer dieses Rennen gewinnt, holt den Gesamtsieg. Also ich bin ehrlich, ich habe es wahrscheinlich ungefähr genauso viel im Griff wie das Kanu, weil das habe ich halt auch nicht so 100% gerade ausgesteuert und ich glaube, hier wird es ähnlich. Aber läuft. Wie geht's dir auf deiner Pizza? Ja, sieht doch lässig aus, oder? Sieht super aus. Sieht entspannt aus. Also im Finale heißt es Einhorn gegen Pizzaschnitte. Und sobald es drauf ankommt, kann Max von Entspannung auf Vollgas umschalten und setzt sich nach einem Start nach Mars schon entscheidend ab. Die Pizza scheint Max auf den Leib geschneidert, während Imke versucht, das Einhorn zu bändigen. Alter, wie machst du das? Zieht Max auf der Pizzaschnitte davon und so wird die Pizza zu Imkes Henkersmahlzeit und Max krönt sich zum zweiten Sieger von Beat the Class. Das Einhorn ist nicht so leicht in Zaum zu halten. Ey, ohne Witz. Ich hab macht, jetzt, was es will. Am Ende habe ich den Trick rausgekriegt, man muss sich ein bisschen natürlich nach hinten lehnen. Aber auf jeden Fall fairer Verlierer bin ich ja, deswegen well done. Ich tue es ungern, aber ich überreiche dir jetzt deinen Preis. Das sind dir ja irgendwie verdient. Glückwunsch. Danke. Du hast dich ja im Kanu auch wirklich gut geschlagen. Ich meine, du hast immerhin die Kanu-Challenge gewonnen. Ja, ist schon ein bisschen peinlich für dich. Ja. War mir auch ein bisschen unangenehm, aber Okay, aber trotzdem viel Spaß mit deinem Gewinn. danke. Ich hoffe, du holst damit die nächste Medaille nach Hause. Sollte kein Problem sein. Bis zum nächsten Mal. Fair Play.